Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, und beim letzten Mal hatten wir ein etwas trauriges Ereignis. Wir haben nämlich herausgefunden, dass der Mann von der jungen Dame hier hinten ermordet wurde. Und wir haben es ihr gesagt, denn bei sowas sind wir immer für die Ehrlichkeit. Okay, jetzt wollte ich mich aber eigentlich wieder dem Hauptfall widmen, nachdem wir jetzt 2 Nebenfälle erledigt haben. Und wir erinnern uns nochmal zurück. Sherlock hatte hier in einem Fall ermittelt, wo es um ein verschwundenes Gemälde ging, das irgendwie eine Vergewaltigung zeigte. Und beziehungsweise man hat dann noch eine Fotografie gefunden, wo es dann um eine reale Vergewaltigung ging. Und ja, da sind wir stehen geblieben. Wir wollen jetzt herausfinden, was es damit auf sich hat. John zeichnete die Fotografie einer Vergewaltigung nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in Mr. Mercurius Wohnung gefunden. Die Zeichnung zeigt eine schwangere Frau mit rituellen Stammesnarben im Gesicht. Die Narben auf dem Gesicht der Frau scheinen ihren Ursprung beim Stammesvolk der Ewe zu haben. Auf Corona kann man Ewe nur im Flüchtlingslager unter der Victoriabrücke zwischen Scaladio und Silverton finden. Gut, dann schauen wir erstmal, wo die war hier, glaube ich, ne? Ja, hatten wir schon mal geguckt. Ne, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich markieren. Okay, dann würde ich sagen, reisen wir hier einmal schnell hin. Natürlich erst, wenn wir das Gebäude verlassen hat. Der King hat das Gebäude verlassen. Gut. So, das hier nochmal. Was ist das Rathaus? Wir müssen dann gleich unter der Brücke schauen. Tja, ich weiß nicht, ob die Drinking Dutchman... Ist das eine Kneipe? Ich weiß nicht, ob die Kleidung jetzt hier angemessen ist. Did you hear? Another sailor's drowned on the beach. What an idiot. Herausfinden, wo und wie der Matrose ertrunken ist. Geistererscheinung? Okay, das Werk einer Schiffsserie. Did you hear? Another sailor. Werk einer Sirene. Did you hear? Another sailor. Ah, Mist. Also, das Werk einer Sirene. Polizei. Did you hear? Another sailor. So. War gar nicht so einfach. So, Geschichten über Sirenen. Am Strand unweit des Friedhofs fand man die Leiche eines ertrunkenen Matrosen. Auf der Insel erzählt man sich Schauergeschichten über Sirenen. Aber das ist nur Aberglaube, oder? Okay, haben wir schon einen neuen Fall, glaube ich, oder? Ja, aber da kümmern wir uns später erst drum. Wir müssen hier nach unten gelangen, unter die Brücke. Hey. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost?
Wie kommen wir da jetzt so runter? Hier. Nee. Hier und dann nach rechts vielleicht? Nee. Hier vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Beasts! Was ist denn hier los? Okay, vielleicht sollten wir uns da mal umziehen. So, was ist jetzt hier? Wurde jetzt nichts eingetragen. Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Murder! Beasts! Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Ich bin vom Rathaus. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Okay, wir beobachten ihn mal. Flaumiger Schnurrbart, versucht älter auszusehen. Also er will seinen Job ganz korrekt machen. Übertrieben seriöse Kleidung, versucht autoritär zu wirken. Oder ist er vielleicht gar nicht echt? Feuchte Hände, schwitzt und ist angespannt. Aha. Vielleicht ist er ja gar kein... Ah, guck mal hier. Arbeitet meistens im Sitzen. Ist blass und hat Augenringe. Arbeitet im geschlossenen Raum. Ich würde eher sagen, ein unerfahrener Bürokrat. Oder? Ronald Harlow ist ein frustrierter junger Beamter, der die Nase voll von seiner Arbeit hat. Er hat im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht über das Flüchtlingslager erhalten, doch er ist zu erschöpft und zu desinteressiert, um die herrschenden Probleme lösen zu können. Nee. Ronald Harlow ist ein blasser junger Beamter, der sein Bestes gibt, um ein Flüchtlingslager unter Kontrolle zu halten, über das er im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht hat. Er ist nicht allzu glücklich über diese große Verantwortung, hält sich jedoch streng an die Vorschriften und erledigt alle Aufgaben, die ihm übertragen wurden. Allerdings scheint ihm die Erfahrung zu fehlen, um mit Problemen fertig zu werden, die sich außerhalb seines Büros abspielen. Mit seinem flaumigen Schnurrbart versucht er älter auszusehen, als er tatsächlich ist. Seine blasse Haut und dunklen Augenringe deuten darauf hin, dass sein Büro nur schwach beleuchtet ist. Zudem verlässt er es selten, was an seinen sauberen und kaum zerschlissenen Schuhen zu erkennen ist. Mit seiner Kleidung will er respekteinflößend aussehen, doch angesichts des Wetters auf Gardona wirkt das unpassend. Seine schwitzenden Handflächen legen den Schluss nahe, dass es eine große Belastung für Mr. Harlow darstellt, sich außerhalb seiner Komfortzone zu bewegen. Ja, das würde ich eher sagen. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes?
Ich kann Ihnen helfen. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Woher kommen die Flüchtlinge? Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Ihre Arbeit für das Flüchtlingslager? Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. Are the police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Okay, ich will jetzt ins Lager. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Okay, also jetzt haben wir die ganze Nacht über geredet, bis es schon wieder hell geworden ist. So. Das kennen wir hier. Der Eingang zum Flüchtlingslager wird von einer Menschenmenge förmlich belagert. Die Polizei versucht, die Menschen zu beruhigen. Der Beamte Ronald Harlow, der im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht über das Flüchtlingslager hat, sagte, dass im Lager eine Leiche gefunden wurde und dass die Polizei den oder die Mörder unter den Flüchtlingen vermutet. Ich versprach herauszufinden, was genau vorgefallen ist. Im Gegenzug wird mir Mr. Harlow dabei helfen, die missbrauchte Flüchtlingsfrau von der Fotografie ausfindig zu machen. Gut, dann schauen wir uns mal um. Murder. Beasts. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Ist das der Who the Mann? hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Gibt es sonst noch Opfer? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her.
She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Wer ist der Tote? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Gibt es Verdächtige? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Okay. Also, im Flüchtlingslager wurde die Leiche eines Mannes gefunden, laut Inspektor Tewksbury, der sich auf die Aussagen von Augenzeugen auf der Brücke verlässt. Wurde der Mann von einem Flüchtlingsmob getötet und in den Abwasserkanal geworfen. Der Inspektor gab mir die Erlaubnis, die Leiche des Mannes und seine persönlichen Gegenstände zu untersuchen, damit ich mir ein eigenes Bild von den Geschehnissen machen kann. Und der Eingang zum Flüchtlingslager wird von einer Menschenmenge förmlich belagert. Das kennen wir schon. Die Leiche des Eindringlings trieb im Abwasserkanal, bevor die Polizei sich von dort herausfischte. In der Brust des Mannes steckte ein Messer. Na gut. So, da liegt Here we die go Leiche. again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. 0. Oh, was haben wir hier? Malpal, soaked with salt water. Ach, das sind die Habseligkeiten, die er dabei hatte wahrscheinlich. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Fangen wir hier an. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Wir haben es hier oft mit Messern zu tun. A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. An interesting tattoo. Does it mean something? I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Neuer Hinweis für Gedankenspiel. Okay, aha, hier. Könnte es derjenige gewesen sein, der da Mr. Mercurio umgebracht hat? So, Galeriedieb war in Mr. Mercurios Wohnung. Boniface ist Mercurios Mörder und der Galeriedieb sind ein und dieselbe Person.
Achso, ja, ich glaube, aber das haben wir jetzt nicht daraus geschlossen, oder? Der Schurke war auch in Vogels Galerie. Der Tote aus dem Flüchtlingslager war derjenige, der in Werner Vogels Galerie eingebrochen ist. Ja, und der gehinkt hat, eben, ne? Ja gut, das hat jetzt wahrscheinlich... Oh doch, ja. Der Besucher könnte versucht haben, die schreckliche Fotografie zu finden und mitzunehmen. Der Dieb wollte in der Wohnung die Fotografie stehlen, fand sie jedoch nicht und tötete Mr. Mercurio unabsichtlich. Ja, das hört sich doch sinnvoll an. So, okay. Jetzt... Müssen wir uns hier noch weiter umschauen? The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Na. Hallo. Oh. Jetzt. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Okay. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Gut, da kommen wir jetzt nicht rein. Da könnte vielleicht auch die Frau drin sein, die wir suchen. Was haben wir hier noch? A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. Okay, ist da vielleicht jemand geflüchtet? Clearly a left handprint here. Der Mörder? Abgehauen? Schauen wir mal. Haben wir was Neues? Ah ja. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Okay, was gibt's hier noch zu entdecken? Ah, hier. Someone bled profusely here. Da. Police boots. Always happy to trample evidence. A heavy boot with a worn-out sole. A man's footprint.
carnelian agate beads, a traditional African adornment. The blood sprayed off the blade after the strike. Oh wei, das war eine komplizierte Sache hier. It might have been used as an improvised weapon. Noch irgendwas? No hint of blood or impact. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Das kennen wir schon hier, ne? Sieben, 6, 5. 4, 3, 2. Sind ja noch nicht alle hier. Was ist hier noch los? If they find out about the passage, everything will go to hell. Herausfinden, welche Funktion der Durchgang hat. Geld nicht, geringes Gehalt, alter Spürhund. Also Flüchtlinge rausbringen und Abriegelung des Lagers. If they find out about the passage, Jetzt müssen wir eh noch rausfinden, was das dritte ist. if they find out, Geld. Okay, also Geld, Did you catch that, Sherry? Flüchtlinge rausbringen I und didn't. Abriegelung des Better Lagers. listen more closely. if they find out about the passage, So. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird, wodurch sie mit ihren illegalen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen würden. nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Tja. John schlägt vor, dass wir dieser Sache auf den Grund gehen, indem wir uns im Lager umhören. Allerdings sollten wir das tun, bevor wir das Lager verlassen, für den Fall, dass es tatsächlich vollständig abgeriegelt wird. Ja, das könnte doch hier gewesen sein, würde ich gerade sagen. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Okay. Warum ist die Leiter da oben so komisch markiert? No, it's too short for these walls or cliffs. Rausgehen sollten wir nicht. Da ist ein Boot, oder was ist das?
It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Tja. Ansonsten. Viel mehr Möglichkeiten gibt es doch hier gar nicht. Also meiner Meinung nach kann man doch hier rein schwimmen, oder nicht? Back off. So, hier kommt man definitiv nicht durch. Huch, jetzt los. Hä? Okay, keine Ahnung, was jetzt passiert ist, ob wir jetzt gerade ertrunken sind oder was auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.